das ist halt genau so, wie ich es mag. Ja, es muss schmatzen beim Einarbeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review auf unserem Pomadeshop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und ich springe heute ein. Es war eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt hier sitze, aber alle anderen haben wohl leider keine Zeit oder sind anderweitig beschäftigt. Jedenfalls dachte ich mir, gut, dann, auch wenn ich letzte Woche erst ein Video gebracht habe, mache ich heute gleich noch eins. Das ist kein Problem für mich, mache ich doch gerne. Da ganz vielen lieben Dank für euer nettes Feedback und eure zahlreichen Aufrufe von meinem letzten Video, das über die 5 Pomade-Anfängerfehler. Seht ihr übrigens hier oben, das kommt hier oben gerade rein. Das war so ein kleines Herzensprojekt von mir, das hat mich eine ganze Woche beschäftigt und daher freut mich natürlich jetzt riesig, dass ihr da alle auch so, dass euch das anscheinend auch sehr gut gefällt. Vielen Dank dafür. Aber heute gibt es ein klassisches Review von uns und zwar eine Pomade, die ich schon viel zu lange vor mir hergeschoben habe und immer mal wieder auch nach und nach gefragt wurde, nämlich die Black and White Light Pomade. Ich habe ja schon mal die normale Black and White Pomade, die seht ihr hier reviewed, die mittelfeste, seht ihr jetzt auch hier oben reinkommen. Und widme mich heute aber mal der weichen Variante davon, der Black and White Light. Ist nicht ganz so ein krasser Klassiker wie die originale Black and White, weil die ist ja so eine der Ursprungs-Rock'n'Roll-Pomaden, weil die ja tatsächlich ursprünglich auch aus Tennessee kommt und sehr wahrscheinlich von diesen ganzen großen Rock'n'Roll-Stars auch benutzt wurde. Aber die Black and White Light, die kam erst 2001 auf den Markt und ist tatsächlich eher so witzigerweise bei Supermodels anscheinend sehr beliebt, also in der Damenwelt wohl, und zwar so zur Haarpflege. Und zwar ist es eine sehr weiche, reichhaltige Pomade, die innen drin halt so aussieht, so eine klassische weißliche Vaseline-Form. Die Dose übrigens die gleiche, habt ihr schon gesehen, wie die bei der anderen Black and White, halt nur mit orangem Aufdruck. Und die ist wohl so reichhaltig und ölig. Die enthält auch Kokosöl zum Beispiel, Rizinusöl. Und das ist wohl einfach super zur Haarpflege, der Spitzenpflege geeignet. Und zwar indem Frau oder Mann auch, wenn er dann längere Haare hat, einfach nur so eine ganz leicht benetzte Fingerspitze rausnimmt, das zwischen den Händen verreibt und so ganz grob in die Spitzen einknetet, damit man nämlich dann nicht so trockene Spitzen kriegt und halt dann so auch nicht so unschönen Spliss oder sowas. Da ist die wohl anscheinend bei Supermodels sehr beliebt. Aber wenn man so glatte Haare hat wie ich im Moment, dann kann man so eine Pomade auch wunderbar zum Styling so hernehmen, so komplett zum Styling. Wenn man ein bisschen lockigere Haare hat und möchte aber den Glanz von dieser Pomade mitnehmen, dann lohnt es sich halt dann eher, wenn man mit einer festeren Pomade erst die Frisur baut und dann mit der einfach als Glanztopper nochmal drüber geht. Geht auch, aber ich benutze jetzt mal so komplett alleine als Standalone-Pomade. Vom Duft her ist es genau das gleiche wie bei der normalen oder bei der mittelfesten Black and White. Ist so ein frischer Sommerduft irgendwie für mich. Manche Leute sagen immer, dass da so eine Kokosnote drin ist. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ich kriege die nämlich nicht raus. Also so eine sehr frische, sommerliche Note einfach. Ich denke irgendwie immer sofort an Strand. Ja, ein bisschen Kokosnuss könnte schon drin sein, ich weiß es nicht genau. Aber gefällt mir ganz gut. Bevor ich allerdings die Pomade reinmache, mache ich mir natürlich einen Hairtonic rein. Dann nehme ich heute wieder mein Lieblings-Hairtonic des Jerry's. Ich sehe gerade, wenn ihr hier in der Stirn bei mir hier rote Striche seht, dann liegt das daran, dass ich gerade noch eine Cap auf hatte. Das sind einfach die Striemen. Sauber Hairtonic, sagen wir immer, ist perfekt zum Vorbereiten der Haare auf Pomade, weil es die Haare nochmal schön anfeuchtet, was ich zum Einarbeiten immer bevorzuge und die Kopfhaut einfach desinfiziert und reinigt. Und halt geil duftet. Und das Jerry's ist so, hat einen schönen, angenehmen Duft, aber der ist nicht so präsent im Vordergrund, wenn ich dann die Pomade benutze. Deswegen nehme ich Jerry's echt immer ganz gerne, dass ich vom Duft der Pomade auch immer noch was habe. So. Man hat hier wie bei der Black and White Medium so einen riesigen Topf. Und zwar haben wir hier, sprechen wir hier 200 Milliliter, also schon eine riesige Menge. Und wenn man da reingeht, es ist halt mega weich. Also das fühlt sich an wie eine Hair Glow zum Beispiel von Murray's oder eine Murray Superlight natürlich oder ja auch so ein bisschen ja, wie eine blaue Dax, also die Short and Neat. Butterweich und schmilzt in meinen Händen hier so richtig zusammen. Wird sehr schmierig und ölig, ist klar, ist eine klassische überlierte Pomade.
Und da verspreche ich mir natürlich dann auch einen saftigen Glanz von. Und den werde ich jetzt auch erhalten, das weiß ich schon natürlich. Ich kenne die Pomade ja schon, habe die schon mal verwendet. Ja, das ist halt genau so, wie ich es mag. Muss nicht jeder mögen, aber ich finde es halt geil, wenn es so richtig... Ja, es muss schmatzen beim Einarbeiten. So ein bisschen, oder beim in der Hand verreiben. So ein bisschen das noch nachnehmen. So. Also geht auch in die Haare wie nix. Ist natürlich normal bei so einer Pomade, die ja weich ist. Ja, durchkämmen ist natürlich auch super easy und dann lege ich es jetzt mir mal zurück. Ja, da seht ihr schon, das gibt einen ordentlichen Glanz. So, dann mache ich mir meinen Scheitel. Liegen bleiben tut es auch. Gehen wir mal rüber. Und vorne versuche ich trotzdem immer noch so ein bisschen Volumen reinzukriegen. Und wenn man so einfache Haare hat wie ich, dann kann man auch eine kleine Tolle damit bauen. Ja, das funktioniert doch einwandfrei. Hinten noch ein bisschen aufräumen, da ist ja öfter mal ein bisschen Chaos. So, ratzfatz hat man dann eigentlich schon eine schöne glänzende Frisur. Ich weiß jetzt nicht, wie es da hinten so ausschaut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen drüber kämmen öfter mal. Da ist ein bisschen eine Problemzone von mir, aber so von vorne bin ich sehr, sehr zufrieden. Also es ist echt eine geile, weiche Pomade mit dem geilen, klassischen Black and White Duft. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf glänzende Haare steht. Oder für die Damenwelt, wenn ihr mal statt Haaröl oder irgendeinem anderen Pflegeprodukt das einfach mal mit einer klassischen, reichhaltigen Pomade benutzen wollt. Wie gesagt, bei Supermodels anscheinend sehr beliebt. Kriegt ihr natürlich bei uns, vielleicht in eurem Barbershop, vielleicht auch in irgendwelchen Naturkosmetikgeschäften. Müsst ihr einfach mal gucken, ansonsten pomadeshop.de oder in der Blumenstraße in München in unserem Pomadeshop Store. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwie eine Beratung braucht oder Fragen habt, dann könnt ihr uns jederzeit gerne im Kundenservice anrufen oder auch eine E-Mail schreiben oder über Facebook und Instagram anschreiben oder unter dem Video kommentieren. Alle Daten, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr natürlich da unten in der Videobeschreibung. Unter dem Video findet ihr auch den Abo-Knopf. Das wäre natürlich mega, wenn ihr da drauf drücken würdet. Ich habe nämlich in die Analytics geschaut und gesehen, dass ganz schön viele von euch unsere Videos gucken, ohne auf den Abo-Knopf gedrückt zu haben. Drückt auch gerne drauf, den Knopf, das kostet euch gar nichts. Das macht eigentlich auch euch überhaupt nichts, außer dass ihr natürlich den Vorteil habt, dass ihr unsere Videos direkt seht, wenn wir sie hochgeladen haben. Das war es im Grunde von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren von der Black and White Light und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Euer Flo. Ciao, ciao.